Willkommen, Schwester. Mein Name ist Simon Rita. Ich bin von Awakening Woman und ich werde euch heute in diesem kleinen Video über die Frauentempeltour erzählen und darüber, wie alles begann. Ich werde oft gefragt, ja, wie hat das denn begonnen? Und wenn ich mich zurückerinnere an diesen allerersten zarten Impuls in mir, dann war das während der Pandemie. Und zwar hatte ich alle meine Veranstaltungen abgesagt, um sie dann wieder neu zu organisieren und zu planen, um sie dann wieder abzusagen. Und irgendwie ist da dann meine Freude am Organisieren und Planen. Ich konnte meine Freude nicht mehr spüren, worüber ich sehr traurig war, weil ich doch so gerne in die Welt hinausgehe und wirke im Tempel. Und ich bin dann mit diesem Impuls geblieben und habe darauf gewartet, bis die Freude zurückkommt. Und natürlich hatten wir in der Göttinnenweisheitsschule online so viele Möglichkeiten, eben zusammen zu praktizieren. Und gerade im deutschsprachigen Raum sind wir sehr nah zusammengekommen online. Und dann kam dieser Impuls in mir, ja, wie wäre es denn, wenn wir dieses Netz eben auch beginnen zu weben, draußen vor Ort, die Tempelmamas besuchen, gemeinsam zu praktizieren. Und da ist dann auch diese Idee entstanden, mit dem auf Tour zu gehen. Und ich erinnere mich, ich hatte so ganz vage in einem Teammeeting vom 9-Monats-Programm habe ich mal begonnen, darüber zu sprechen und mal gesagt, hey, was denkt ihr, was haltet ihr davon, hättet ihr da Lust drauf? Und die Resonanz war so schön und hat mich inspiriert, das immer weiter zu bewegen. Ich habe mich ganz oft und sehr intensiv mit Shamili darüber ausgetauscht und als dann meine Schwägerin und mein Bruder mir großzügigerweise ihr Wohnmobil zu diesem Zeitraum zur Verfügung gestellt hatten, war es irgendwie klar, dass, dass dieser Impuls, dass dieser Samen, den ich bis dahin in mir gehegt und gepflegt habe, dass der eine Form bekommen möchte. Und so viele erinnert euch ja, ich hatte dann auch von meiner Vision erzählt und habe mich sehr darüber gefreut, über die die große Resonanz hier im Kreis und was sich dann, was sich dann daraus ergeben hat, ist eine Gruppe von Tempelhüterinnen. Wir sind 18 Schwestern in dieser Gruppe und gemeinsam haben wir uns über die letzten Wochen und Monate haben wir uns regelmäßig getroffen und haben so den Grundstein gelegt für diese Tour. Und ich erinnere mich auch noch an diesen Moment, dass all die Frauen, die dieses große Ja in ihrem Herzen gefühlt haben, so, ja, da wollen wir dabei sein. Und dann haben wir uns getroffen und dann dachte ich mir, oh, wie geht das denn jetzt? Wie organisiere oder koordiniere ich das jetzt so, dass ich da nicht quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reise? Und es war so dieses, weißt du, wenn wir oft davon sprechen, wenn wir tief lauschen und unser Flussbett, die Strukturen bauen, wie wir dann einfach im Fluss sein und lauschen, um mit dem Fluss zu gehen. Und genau so hat es sich angefühlt. Es ist wie alles organisch an seinen Platz gefallen. Und es ist eine wunderbare Reise, die noch nicht mal wirklich begonnen hat. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt so den Grundstein gelegt. Es sind 19 Veranstaltungen zwischen dem 17. März und dem 21. April. Und ja, es fühlt sich so, wenn ich mich da hineinschwinge, fühlt es sich so an,
es wird eine Pilgerreise werden. Und ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen, auch über den Umfang von dieser Tempeltour oder was die Tempeltour überhaupt ist. Und zwar werden wir in der Tempeltour, wird es Tempel geben, ein Frauentempel. Und es wird ganz unterschiedliche Tempel geben. Es wird kleine Tempel geben oder Tempel in einer Jurte oder Tempel in einem Wohnzimmer und es wird auch ganz große Tempel geben. Und ich werde die Tempelhüterin, also Frauen, Tempelmamas, die bei uns bei Awakening Woman auch die Ausbildung gemacht haben zur Frauentempelgruppenleiterin. Ich werde sie besuchen in ihrem Tempel und werde da die Tempelübungspraxis von Awakening Woman mitbringen und ich werde die Mythologie mitbringen. Ich werde darüber sprechen, über die Linie der lebenden Göttin, in der wir praktizieren und woraus unsere Übungspraxis besteht. So wird es diese Tempel geben. Dann, und das ist auch, das ist eine wunderbare Gelegenheit für dich auch, wenn du noch nie in einem Frauenkreis, in einem Frauentempel warst, ist es eine wunderbare Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und auch wenn du schon oft in einem Tempel warst, dann komm und komm mit mir auf diese Pilgerreise. Ich freue mich so sehr auf dieses gemeinsame Praktizieren in diesem zeitlosen Feld, diesem kraftvollen Feld des Frauenkreises. Wir werden auch 3 Initiationstage haben. Und ein Initiationstag, da werden wir einen ganzen Tag lang praktizieren. Und manche Termine sind auch so gelegt, dass du am Vorabend im Tempel sein kannst und dann kommst du am nächsten Tag an den Initiationstag. Und das ist auch eine sehr kraftvolle Kombination, weil die Arbeit dann wirkt über die Nacht. Und der Initiationstag ist ein vertieftes Eintauchen in unsere Übungspraxis. Und ich werde auch viel über diese Übungspraxis mit der lebenden Göttin sprechen und euch einführen und initiieren in unsere, ja, in das Herzen von unserer Übungspraxis. Ein Initiationstag eignet sich sehr gut, um ein vertieftes Verständnis zu bekommen von der Art und Weise, wie wir in der Linie der lebenden Göttin praktiziert und einen Geschmack davon zu bekommen, wo diese Übungspraxis dich hinführen kann. Und auch wenn du schon länger in unserem Kreis bist, ist auch der Initiationstag, weißt du, es ist gerade so, als ob wir riskier es einfach, wenn du diesen Impuls hast und denkst, boah, ich fühle in meinem Herzen, ich sollte da sein, riskier es einfach, diesem Impuls zu folgen. Denn wenn immer wir zusammenkommen, ist gerade so, als ob wir alle ein karmisches Date haben. Und um gemeinsam zu praktizieren, um gemeinsam zu wirken, um dann wieder in unsere Leben zu gehen und das zu tun, wofür wir hierher gekommen sind, es zu tun. Das ist der Initiationstag. Wir werden auch Veranstaltungen haben, die nennen sich Schwesternzeit. Und diese Veranstaltungen, die sind kostenfrei und unbezahlbar. Wir werden gemeinsam, die Schwesternzeit, die findet in der Natur statt. Wir werden gemeinsam in die Natur gehen, Rituale feiern und vor allem werden wir Zeit haben, uns auszutauschen, uns zu vernetzen, etwas mehr voneinander zu erfahren, was wir in unserem Leben außerhalb des Tempelkreises tun. Oft ist das ja so, wenn wir uns begegnen im Tempel und praktizieren und in dieser Tiefe und Wahrhaftigkeit diese intimen Momente miteinander teilen, dass wir dann oft nicht mal wirklich die Namen voneinander wissen und nicht wirklich wissen,
was wir sonst in unserem Leben tun. Und diese Schwesternzeit ist ein Raum, den wir so gestalten möchten, dass wir einfach Zeit haben, mal zusammen zu essen und ein bisschen uns auszutauschen. Und dann werden wir nach Berlin fahren und da mit Maria Magdalena praktizieren. Und aufgewachsen in einer Klosterstadt habe ich die heiligen Sakramente empfangen oder ich wurde initiiert in die heiligen Sakramente und hatte viele, viele Auseinandersetzungen mit meinem Pfarrer, mit den Priestern, mit der Katechetin und dann mit 18 die Organisation, Religion oder Kirche zu verlassen und nun mit Maria Magdalena zu praktizieren, dieser großen Führerin und Yogini, und sie ist wie der Leitstern von dieser ganzen Tour und alles gestaltet sich oder alles beginnt sich in mir zu gestalten wie eine Pilgerreise mit Maria Magdalena, und ich freue mich so sehr darauf, dann, wenn wir in Berlin zusammenkommen, auch schon vorher, wenn wir uns an Ostern in Hamburg treffen werden und dann in Berlin zusammenkommen und ihren rechtmäßig ihr zustehenden Platz als große Lehrerin und Führerin sie darin feiern und erfahren und von ihr lernen dürfen. Ja, ich würde sehr gerne mal auf die Webseite gehen und euch die Webseite vorstellen. So, wenn wir mal die Webseite gemeinsam anschauen, dann werde ich jetzt hier ein bisschen nach unten scrollen. Dann seht ihr hier die 19 Veranstaltungen, die stattfinden werden. Und ihr könnt es auch an der Farbe erkennen, was ist. Also diese mit diesem Petrol, mit Thiel unterlegten Farbe, das sind die Tempel. Und ihr seht hier die Daten und dann die Tempel und wo sie sind und zu welcher Uhrzeit. Und dann könnt ihr hier einfach auf diese Links klicken, Information und Anmeldung, und dann gelangt ihr direkt zur Tempelhüterin auf ihrer Webseite, oder es öffnet sich ein PDF mit allen Informationen, wo du dich dann direkt für diese Tempel anmelden kannst. Wenn ich hier ein bisschen weiter nach unten scrolle, dann könnt ihr hier sehen, das ist eine andere Farbe, dieses Gold, die Initiationstage, die sind jeweils in Gold, und auch hier könnt ihr einfach auf diesen Link hier klicken, Information und Anmeldung, dann gelangt ihr auf eine Seite mit mehr Informationen und auch wie ihr euch anmelden könnt für den Initiationstag. Dann hier ist das grüne Datum. Die Tempel sind braune Daten und das grüne Datum, das ist für die Schwesternzeit, also Kraftorte und Schwesternzeit. Und auch hier klickt ihr einfach auf diesen Link und dann öffnet sich ein PDF. Also wir werden uns hier in Bernbeuren treffen zur Schwesternzeit und dann in Erlangen werden wir zur Quelle gehen. Und dann, wenn ich ein bisschen weiter nach unten, gibt es noch eine Schwesternzeit am Strand zu Ostern in Hamburg. Hier oben findet ihr also alle Termine und auch in welcher Stadt sie sich befinden. Und dann, wenn ich hier ein bisschen weiter nach unten scrolle, und hier ist dann Maria Magdalena in Berlin. Und was ich euch hier zeigen möchte, ist hier unterhalb bei Fragen und Antworten. Da findet ihr Informationen, auch das, was ich gerade geteilt habe, was ein Tempel ist, was Schwesternzeit ist, ein Initiationstag, wie du teilnehmen kannst. Und hier Tempeltourkarte, und das möchte ich jetzt öffnen und euch zeigen, weil das hier ist die Tour. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch sehen, wie sich das bei euch öffnet.
Ich hatte gestern mal gerechnet, es werden etwa 3.500 Kilometer sein, die ich fahren werde. Jetzt gehe ich mal zurück wieder auf die Seite und hier übrigens unterhalb gibt es ein Tourposter, den könnt ihr euch auch herunterladen und dann seht ihr alle Termine. Ich gucke jetzt gleich mal nach. Ja, da könnt ihr euch das herunterladen und dann seht ihr auch alle Termine im Überblick. Was ich euch noch gerne zeigen möchte, ist, wenn ihr die Seite ein bisschen nach unten scrollt, dann könnt ihr hier mehr erfahren über die Tempelhüterinnen. Hier kannst du alle ein bisschen kennenlernen, ist auch alles verlinkt auf ihrer Webseite. Wenn du gerne mehr erfahren möchtest über die Tempelhüterin, wo du gerne hingehen möchtest. Ja. Jetzt kommen wir hier mal wieder zurück. Ich hoffe, das hat geklappt. Ja, je mehr jetzt diese Grundstrukturen alle stehen und ich mich darauf einschwinge, auf all das, was wir auf dieser Tour gemeinsam erfahren werden, dann fühlt es sich immer mehr an wie, es wird zu einer Pilgerreise, über 4 Wochen im Tempel zu praktizieren, von Schwester zu Schwester zu Schwester zu reisen und immer wieder zusammenzukommen, um gemeinsam zu praktizieren. Und auch, ich wollte auch noch ein bisschen über Hamburg sprechen, weil das ist das Osterwochenende. Und da haben wir viele Veranstaltungen über das ganze Wochenende verteilt. Wir werden uns am Gründonnerstag treffen und zur Schwesternzeit. Da werden wir mit Claudia von Annapurna Loves, werden wir eine Suppe kochen, so heißt sie, kräuterkundig, und wir sammeln die ersten Kräuter, die immer mit ganz viel Kraft im Frühjahr wieder aus der Erde sprießen, und wir werden daraus eine Suppe kochen und uns treffen und uns auch in die Qualitäten von Ostern oder den Ursprung von diesem heiligen, von dieser heiligen Zeit uns darin verbinden. Wir werden am Freitag und am Samstag einen Tempel haben und dann am Montag werden wir einen ganzen Tag gemeinsam praktizieren, im Initiationstag. Weißt, auch wenn die Termine für dich nicht passen, dann freuen wir uns, und du nicht mit uns vor Ort sein kannst, dann freuen wir uns so sehr, wenn du für uns die Trommel schlägst und dich mit uns einstimmst. Wir werden täglich gemeinsam in Stille sitzen, und die Einladung an dich ist da, einfach dich in dieses kraftvolle Feld des Frauenkreises mit einzuschwingen, und du bist so oder so ein Teil von dieser Schwesternschaft. Wir möchten dich auch teilhaben lassen auf den sozialen Medien. Wir werden regelmäßig berichten. Auf unserem YouTube-Kanal kannst du nachverfolgen, wo wir sind. Auf Instagram und Facebook werden wir mit kleinen Beiträgen dich mitnehmen auf diese Reise. Ja. So, das hier ist das allererste Video, das jetzt hier auf der Playlist in diesem YouTube-Kanal ist. Und genau hier wirst du dann während dieser Zeit noch mehr von uns hören und erfahren. Und mein Herz ist voller Freude und ein bisschen Aufregung und so dieses Gefühl, weißt du, es ist, wenn es dann beginnt, sich da einfach da auf diese Pilgerreise zu gehen und zu lauschen und mich dafür zu öffnen. Und ich freue mich so sehr auf all die Begegnungen, auf all die Schwesternschaft zu erfahren. Ich weiß auch von einigen, die werden auch Teilstücke schon mitreisen. Und
bin ja in großer Dankbarkeit auch für dieses Privileg, diese Möglichkeit zu haben, das überhaupt zu tun. Mhm. Dann freue ich mich, wenn wir uns begegnen.